Wir haben Mitte September. Die Rehwildbrunft liegt hinter uns und es ist wieder Ruhe im Revier eingekehrt. Der erste Teil der Erntearbeiten ist rum und nur noch Mais und Bohnen zieren unsere Felder. Schnell werden die Tage kürzer und unser Rehwild tritt nur noch sporadisch aus. Bei der abendlichen Pirschrunde ziehe ich es dann vor, etwas mit dem Hund zu üben und Bene bleibt wirklich brav am Platz, während ich die Abenddämmerung genießen kann und es am Waldrand ganz still bleibt. Momentan versuche ich dann lieber mein Glück in der Früh, in der Hoffnung, dass hier mehr Bewegung im Revier ist. Auch genieße ich gern das Gefühl, wenn die Sonnenstrahlen hinter den Bäumen hervorkommen und so die Landschaft zum Leben erwecken. Das erste Rehwild steht schon seit vor Dämmerungsbeginn auf einem abgeernteten Feld. Ich habe es mir wieder an einer schönen Äsungsfläche zwischen Wald und Mais gemütlich gemacht. Langsam setzen sich die beiden Rehe in Bewegung und aufgrund der großen Entfernung war es zunächst schwer, die beiden anzusprechen. Jedoch ging ich davon aus, dass zumindest ein Bock dabei war. Das Verhalten erinnerte auch eher an Treiben bei der Brunft, was für Mitte September eher ungewöhnlich wäre. Aber schließlich war dann auch gleich klar, dass es hier sich um 2 Böcke handelt. Am schwächeren der beiden lässt sich auch schon deutlich die erste Verfärbung und somit der beginnende Wechsel zum Winterhaarkleid feststellen, während der stärkere Bock noch deutlich rot leuchtet. Das Spiel der beiden ging noch eine ganze Weile, bevor sie sich in den angrenzenden Wald davon machten. Am nächsten Morgen ging es an einen anderen Platz. Neben einer Hauptverbindungsstraße herrscht normal immer reger Betrieb. Im Dunkeln konnte ich mit der Wärmebildkamera ein paar Stücke ausmachen, doch mit Einsetzen der Dämmerung und dem Verkehrslärm fühlten sie sich beunruhigt und zogen zurück in ihren Einstand. Jedoch dauerte es nicht lange und ich bekam wieder Besuch. Reineke betrat die Bildfläche und machte sich auf die Suche nach Mäusen und anderen Beutetieren. Ich beobachtete ihn eine ganze Weile und mit Hilfe einer Mauspfeife versuchte ich ihn näher zu mir ranzulocken. In unserem Revier gibt es Kiebitz-Schutzgebiete und so ist die Bejagung von Reineke eine aktive Maßnahme zum Schutz der Bodenbrüter
Und auch andere Tierarten, wie unsere Hasen oder auch vor allem der Fasan aus unserem Niederwildbestand, haben es uns die letzten Jahre gedankt. So war zumindest dieser Morgen im September für mich erfolgreich. Wie ergeht es euch denn im September? Startet ihr schon in die Kidsjagd? Habt ihr regelmäßig Anblick? Lasst doch gern einen Kommentar dazu da und bis zum nächsten Video. Weidmanns Heil.